Keyword-Recherche. Wenn du wissen möchtest, wie du die perfekten Keywords für deine Website findest, dann bleib jetzt dran. Herzlich willkommen auf dem Kanal von Boy & Man aus Berlin. Mein Name ist Christian Niff, ich bin einer der Gründer und CEO von Boy & Man. Und wenn du dich für die Themen E-Commerce, digitales Marketing oder Lead-Generierung interessierst, dann abonniere diesen Channel, klick die Glocke und dann bist du immer auf dem neuesten Stand, wenn du wissen möchtest, wie es die Besten machen. In der heutigen Folge unterhalten wir uns über Keyword Research und wie du die perfekten Keywords finden kannst, welche Tools du benötigst oder anwenden kannst. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und legen jetzt los. Viel Spaß. Okay, Keyword-Recherche. Wow, ein Thema, was sich sehr viele sehr einfach machen, was aber in der Regel deutlich komplexer sein sollte. Nicht, weil wir es uns gerne schwierig machen, aber in der heutigen Zeit, wo jeder Zweite quasi einen Online-Shop hat, habt ihr natürlich eine viel höhere Konkurrenz und das bedeutet, dass ihr selbst cleverer sein müsst, wenn ihr eure Keywords recherchiert. So, Keyword Research bedeutet nicht, dass ihr euch euren Überbegriff hernimmt, den ihr in eurem Shop habt. Zum Beispiel, ihr verkauft Kaffee, dann wäre Kaffee euer Überbegriff, weil das quasi die Branche ist oder die Nische, in der ihr euch bewegt. Und Keyword Research bedeutet nicht, dass ihr das Wort Kaffee, das Keyword Kaffee nehmt und das in den Google Keyword Planner schmeißt und das war's dann. Dann bekommt ihr quasi viele Keywords vorgeschlagen, meistens mit einem Kaufintent dahinter und mit einem hohen Suchvolumen und dann freut ihr euch und sagt euch, wow, wenn ich dafür jetzt rank, mache ich Millionen. Das stimmt natürlich, aber ganz so leicht ist es nicht, denn ihr habt ja, wie ihr euch vorstellen könnt, eben die Konkurrenz, die ich gerade angesprochen habe. Also müssen wir anders arbeiten und müssen kreativer sein, damit wir kreativer und schlauer agieren als unsere Konkurrenz. Also, wie machen wir das bei Boy & Man, wenn wir jetzt einen Kunden bekommen und wir müssen Keywords recherchieren? Es fängt tatsächlich bei Wikipedia an. Einfach nur, damit wir in einer gewissen Brainstorming-Session einfach besser verstehen, worum geht es in dem Thema eigentlich. Und Wikipedia mit dem Inhaltsverzeichnis, woran wir uns übrigens orientieren, gibt uns generell immer eine sehr gute Idee, wie ein Thema aufgebaut ist. Ja, Kaffee, Herkunft, verschiedene Bohnensorten, wie brüht man Kaffee und so weiter und so fort. All das wird im Inhaltsverzeichnis, nehme ich mal an, hoffe ich zumindest, von Wikipedia zum Thema Kaffee aufgegriffen und gibt uns ja direkt thematisch Anhaltspunkte, wie wir suchen können. Ja? Also das wäre für mich immer der Startpunkt. Wir haben das Überthema und ich hole mir von Wikipedia direkt Content-Ideen und Keyword-Ideen, wie ich quasi den nächsten Step machen kann. Dann natürlich würde ich direkt zur Suchmaschine gehen. Also ich würde tatsächlich so viel wie es geht googeln. Ich würde mir einen ganzen Tag Zeit nehmen, so viel wie möglich zu googeln und mir ähnliche Vorschläge machen zu lassen. Also ihr kennt das ja wahrscheinlich, ähnliche Suchanfragen zu Kaffee zum Beispiel. Das findet ihr ganz unten in den Suchergebnissen. Wenn ihr nicht so viel Zeit habt, weil ihr vielleicht auch in einer Agentur arbeitet und sagt, nee, sorry, für den Kunden habe ich nur ein paar Stunden im Monat, okay, dann muss man das komprimieren, aber wenn ihr für eine Brand arbeitet und ihr seid SEO-Manager oder ihr habt einen eigenen Online-Shop oder seid Geschäftsführer und ihr könnt euch die Zeit dafür nehmen, googelt sehr viel, um einfach ein Gefühl für das Thema zu bekommen. Ich kann das nicht genug herausarbeiten, dass die eigene Recherche und des Findens für das Verständnis des Themas das vielleicht Wichtigste ist. Und in diesem Sinne, wenn ihr viel gegoogelt habt, dann benutzt ihr natürlich auch Google Suggest. Also was ist, wenn ich anfange, einen Begriff einzugeben, was wird mir als weitere Suchbegriffe vorgeschlagen. Das gleiche mache ich bei YouTube, das gleiche mache ich bei Amazon, das gleiche mache ich bei Bing. Ja, ich weiß, Bing, habt ihr wahrscheinlich auch gedacht, das ist mittlerweile ein chinesisches Restaurant, aber es ist eine Suchmaschine und die solltet ihr genauso noch benutzen, um so viele Ideen wie möglich euch holen zu können. Ja? Zusätzlich verwendet Sachen wie Quora. Ich weiß grundsätzlich Englisch, aber trotzdem könnt ihr da sehr viele Ideen herbekommen. Genauso wie Reddit. Das ist übrigens das Gute daran, beziehungsweise, ja doch, das ist das Gute daran, dass wir quasi Seiten auf Deutsch optimieren, weil wir uns so
von den Seiten zum Beispiel aus den USA extrem viel abgucken könnt. Ich sage nicht, dass ihr alles kopieren sollt, aber steal like an artist, würde ich behaupten. Also schaut euch viel an, auch von thematisch ähnlichen Seiten aus den Staaten. Wie machen die das? Wie haben die das aufgebaut? Es ist nie verkehrt, sich da Inspiration zu holen. So viel kann ich euch auf jeden Fall erzählen. Gerade von denen, die es eben erfolgreich machen. Ihr müsst ja nicht das Rad immer neu erfinden. So, wenn ihr das gemacht habt, ja, habt ihr im besten Fall schon wirklich einen komplett eigenen Pool an Keywords, was ihr zumindest spannend finden würdet, mit verschiedenen, ich nenne das jetzt mal Segmenten oder Eckpfeilern. Ja, also ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr eben diese Recherche am Anfang betreibt, im besten Fall segmentiert ihr das schon direkt und sagt, okay, das ist Keywords mit Kaufintent, das ist mit Informationshintergrund, wie auch immer ihr das dann eben in eurem Funnel aufbaut, das ist natürlich jedem selbst überlassen. So, also habt ihr einige Keyword-Vorstellungen und dann geht ihr in die Tools. Dann geht ihr in den Google Keyword Planner, lasst euch da Keywords zurückgeben zu den Ideen, die ihr schon hattet. Da lasst ihr euch richtige Gruppen anlegen. Dafür benutzt ihr auch SEMrush, dafür benutzt ihr Ahrefs, alles können wir hoffentlich hier hinter mir oder rechts, links neben mir anzeigen lassen. All diese Tools solltet ihr nutzen, um eben den kleinen Pool, den ihr habt, den ihr aber sehr gut recherchiert habt, größer zu machen. Ja? Darum geht es, von sehr spitz, dann eben durch die Tools sehr in die Breite zu gehen. Ja? Das ist sehr, sehr wichtig und da werdet ihr auf 3 verschiedene Arten von Keywords stoßen. Das erste sind die Head Terms, das sind also quasi in unserem Fall Kaffee, anhand des Beispiels, was ich hatte. Dann habt ihr Body Terms, das wären dann Keywords, die meistens 2 Wörter beinhalten, zum Beispiel Kaffee kaufen. Und dann habt ihr die berühmten Longtail-Keywords, also Kaffee online kaufen oder starken Kaffee online kaufen. Das wären so klassische Longtail-Keywords. Und da ist es eben ganz wichtig herauszufinden, mit diesen Tools, die ich eben genannt habe, was ist die Keyword Difficulty? Also wie schwierig ist es für so ein Keyword oder für die Keywords, die ihr in eurer Liste habt, zu ranken? Warum ist das wichtig? Weil, wenn ihr zum Beispiel eine relativ neue Seite habt und ihr müsst antreten gegen Webseiten wie Amazon, vielleicht Zalando, wenn ihr Klamotten verkauft oder was auch immer es sein sollte, ihr stoßt natürlich auf harte Konkurrenz. Und der wollt ihr im besten Fall erstmal, wenn ihr eben neu startet, der wollt ihr erstmal so gut wie es geht aus dem Weg gehen. Das heißt, für die Keywords, die ihr jetzt habt, für die wichtigsten eurer Meinung nach, mit dem höchsten Suchvolumen, so fangen wir natürlich an, schaut ihr euch an, okay, wer rankt eigentlich dafür? Wie Gefühl einfach schwierig wird das, an denen vorbeizukommen. Und ihr werdet dann relativ schnell feststellen, wenn ihr eben neu am Markt seid oder im Vergleich zumindest zu anderen neu, wenn es eine Webseite 15 Jahre gibt, ist es natürlich ein Unterschied, wie wenn es euch erst seit 1-2 Jahren gibt und relativ wenig Autorität habt. Das bedeutet, gerade am Anfang kann ich euch nur empfehlen, geht zu 100% auf Longtail-Keywords. Versucht gerade auch Longtail-Keywords für informationstechnischen Content abzuholen. Da, wo ihr am wenigsten Konkurrenz habt, um euren Pool an Usern und Traffic eben erstmal ein bisschen aufblasen zu können. Denn User, die sich für ein gewisses Thema interessieren, was ihr anbietet, ja, ich meine, ihr müsst ja nicht im ersten Step direkt an alle Kaffee verkaufen, jetzt in unserem Beispiel, sondern wir können ja sagen, okay, jemand interessiert sich für eine spezielle Art von Kaffee, dafür erstellen wir großartigen Content, wir bekommen den Traffic, Leute kaufen nicht direkt, weil es eben keine Produktseite ist, für die wir ranken, aber diese Leute sind in dem Funnel von uns und die können wir beispielsweise danach über Social Media wieder erreichen und retargeten. Ja, das ist natürlich dann eine gewisse Content-Strategie, die ihr braucht. Aber Learning am Anfang geht ihr im besten Fall auf Longtail-Keywords, weil wir eben bei den Body-Terms und gerade bei den Kaufintent-Keywords eben immer große Konkurrenz haben von Seiten, die eine sehr, sehr hohe Autorität haben, ein gutes Link,
gutes Link-Profil vorweisen können, was wir halt eben alles noch nicht haben. Dann noch ein zusätzlicher Tipp von mir: Achtet auf den CPC, also geht nicht nur auf das Suchvolumen. CPC ist der Kosten per Klick. Das bedeutet also, was wird pro Klick für eine Anzeige oder was wird pro Klick auf eine Anzeige bei Google bezahlt. Warum kann das manchmal sehr, sehr interessant sein? Wenn ihr zum Beispiel ein niedriges Suchvolumen habt, aber einen sehr, sehr hohen CPC, ist das für mich ein Hinweis darauf, dass wir da sehr gut Geld verdienen können, weil sich Unternehmen gegenseitig hochbieten für dieses Keyword, und selbst wenn dann nicht so viele danach suchen, ist es aber so spitz und so genau im Targeting, dass es höchstwahrscheinlich einen sehr, sehr hohen Wert hat. Und wenn das eben noch zusätzlich ein Longtail-Keyword ist, da würde ich drauf gehen. Da würde ich mich drum kümmern und würde versuchen, diesen Traffic abzugrasen. Geduld ist leider auch ein großer Faktor, auch nachdem ihr die Keyword Research dann fertig habt und ihr sagt, okay, ich habe die Keywords geclustert, ich habe meine Longtail-Keywords, darauf optimiere ich jetzt. Erwartet trotzdem nicht, dass ihr innerhalb von 4 Wochen einen riesen Effekt seht, aber wenn die Strategie stimmt und wenn ihr eure Konkurrenz gut einschätzen könnt, dann solltet ihr nach spätestens 3 bis 4 Monaten zumindest in den nicht so umkämpften Bereichen eigentlich schon relativ gute Ergebnisse sehen. Ja, ich würde sagen, ihr wisst auf jeden Fall jetzt deutlich mehr für die Keyword Research als vorher, hoffe ich zumindest. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert, wenn jemand noch was hinzuzufügen hat, bitte immer gerne. Ich lerne auch noch gerne jeden Tag dazu. Und wir sehen uns bald bestimmt wieder. Lasst noch ein Abo da, falls ich es nicht schon gesagt habe. Und ich sage es nochmal, Abo dalassen. Ansonsten gibt es auf die Ohren von meinem CFO. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald.